Willkommen ihr Lieben zum vierten Teil meines Fräsmaschinenbaus. Ich zeige euch, wie ich die Tischachse ausgerichtet habe, welche Komponenten ich verbaut habe und zum Schluss seht ihr auch noch einen ersten Testlauf. Viel Spaß bei diesem Video. Das Ausrichten der Führung war recht einfach. Ich hatte ja Ausrichtflächen angefräst. Also hier sieht man zum Beispiel mal so eine Fläche. Nachdem ich die Führung zu diesen Flächen ausgerichtet hatte, habe ich natürlich auch nochmal geprüft, ob die Laufwagen zueinander korrekt laufen und auch ob die Höhen von den Laufwagen beim Verschieben zueinander passen. Und all das war bis aufs Hundertstel genau. Bei den Führungen ist es so, dass man das bekommt, was man bezahlt. Also wenn man viel Geld ausgibt, bekommt man auch viel Qualität. Und wenn man fast nichts ausgibt, bekommt man Schrott. An meiner Maschine habe ich auf der Tischachse Bosch Rexroth Führungen verbaut und auf den beiden anderen Achsen Schneeberger. Wenn man diese Führung neu kaufen würde, wäre das uninteressant im Hobbybereich. Deswegen habe ich die gebraucht gekauft, in einem sehr guten Zustand. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und kann dann eventuell ein gutes Angebot zum Beispiel bei eBay schießen. Die bei mir verbauten Bosch Rexroth Wagen würden zusammen ungefähr 800 Euro kosten, also pro Stück knapp 200 Euro. Auf den anderen Achsen habe ich Schneeberger Rollenführungen verbaut. Da kostet ein Wagen ca. 250 Euro. Da habe ich 8 Stück von. Also wenn man alle Wagen und die Führungsschienen zusammennehmen würde, wäre das ein Neupreis von über 3000 Euro. Und das ist natürlich nicht interessant für einen Hobbyanwender. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal zwei Führungen, die in einer etwas niedrigeren Preisklasse spielen. Zum einen wären das die Führungen von Hiwin. Das sind mit Sicherheit auch gute Führungen. Oder wenn es dann im Preis noch ein bisschen weniger sein soll, dann zum Beispiel die von Kamp und Kötter. Das ist jetzt einfach nur eine Auswahl, aber die kann man natürlich auch verwenden. Ich habe auf allen Achsen 25 mm Führungen. Die sind natürlich für diese kleinen Maschinen überdimensioniert, aber haben auch ihre Vorteile bei Bauhöhen und bei Schmiernippeln. Da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein. Also man muss sich einfach entscheiden, will ich was Neues haben oder habe ich die Zeit, um zu schauen, bis ich was Gutes, Gebrauchtes gefunden habe. Jetzt nochmal ein kleiner Rückblick, also auf die Zeit, noch bevor ich die Fräsmaschine geplant habe. Da habe ich geschaut, ob ich die Ansteuerung von den Motoren überhaupt in den Griff bekomme. Das heißt, ich hatte eine Steuerung und wollte mir jetzt eine kleine Teststrecke bauen. Und dafür habe ich so ein Billigset, ich glaube 100 Euro oder so war das, damals gekauft. Und letztendlich zeigt sich natürlich, dass das alles Schrott ist. Bei den Lagern war es so, dass wenn ich das Festlager vorgespannt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass sich innen drin die Kugeln irgendwie schon zusammendrücken. Auf jeden Fall, es lief dann sehr rau, das Lager. Und ja, wer billig kauft, der kauft zweimal. Die Kugelumlaufspindel aus diesem Set hatte ich erst noch geplant mit einzubauen, was natürlich ein Fehler war. Denn diese Kugelumlaufspindel hat ein Umkehrspiel von ungefähr 300 mm und das war natürlich nicht akzeptabel. Deshalb habe ich dann über AliExpress Kugelumlaufspindeln von TPI gekauft, C5 geschliffen mit Doppelmutter und habe die auf allen Achsen verbaut. Die Doppelmutter der X-Achse ist etwas anders aufgebaut als die Muttern der beiden anderen Achsen. Bei dieser Mutter muss man das Spiel über Madenschrauben rausdrehen und eine kleine Vorspannung erzeugen. Diese Doppelmutter hier, die ist schon spielfrei und da kann man auch nichts einstellen. Wenn man Riemenräder anschrauben will,
Dann ist es noch wichtig, dass hier hinten dieser Schaft etwas länger ist als normal. Normal ist der 15 mm. Ich habe den 25 mm lang fertigen lassen. Das zeige ich euch gleich nochmal auf der Zeichnung. Ich hatte die Spindeln über AliExpress bei der Firma Topper bestellt und der Bestellvorgang lief eigentlich sehr gut ab. Man hat seine Maße durchgegeben. Danach hat man eine Zeichnung bekommen. Da konnte man drüber schauen, gegebenenfalls noch eine Änderung machen. Und erst wenn das abgesprochen war, wurde die Spindel gefertigt. Hier auf die rechte Seite, da käme das BF-Lager und auf die linke Seite käme das BK12-Lager. Und ich habe hier jetzt die 25 mm genommen, weil bei mir dann noch ein Zahnriemenrad drauf kommt. Schauen wir uns noch mal an, was man aus der Bezeichnung bei TBI rauslesen kann. Also D steht zum Beispiel für Doppelmutter, sieht man hier oben. Die 16 ist der Durchmesser und 0,5 ist die Steigung. Das G findet man zum Beispiel hier oben, das bedeutet, es ist eine geschliffene Puss und keine gerollte. 572 wäre die Gesamtlänge von der Spindel, P2 bedeutet mittlere Vorspannung. Damit lässt sich jetzt nachvollziehen, was hinter so einer Bezeichnung steckt. Ich habe die Spindeln und auch diese Lager im Jahr 2020 gekauft und da seht ihr, wie die Preise damals waren. Also die Spindeln lagen so bei 200 US-Dollar und die Lager, das ist Taiwan SYK, das BK-Lager in C5-Qualität, das BF-Lager in C3-Qualität und hier noch das MGD 16. Zu diesem Preis kommt dann immer noch der Zoll hinzu. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, was die aktuell, also im Mai 2024 kosten. Da sind die Lager insgesamt ungefähr 10 Euro teurer, als sie 2020 waren. Also bei den Lagern, vor allem bei dem Festlager, sollte man auf keinen Fall sparen. Wenn man was ganz Billiges kauft, hat man da vielleicht sogar Rillenkugellager drin. Und bei den normalen, sag ich mal, von der Qualität besseren Lagern ist auf jeden Fall ein Schrägkugellager oder 2 Schrägkugellager drin. Das sieht man hier eigentlich in dem Bildchen ganz schön. Das sind 2 Schrägkugellager in X-Anordnung. Die sind für Axialkräfte gemacht, im Gegensatz zu Rillenkugellagern. Hier seht ihr nochmal den Shop, bei dem ich bestellt habe. Eigenartigerweise haben alle Mitarbeiter deutsche Namen. Ich habe aber mit diesem Shop sehr gute Erfahrungen gemacht. Alle Teile sind gut verpackt angekommen. Also die Spindeln waren gut verpackt in Holzkisten. Da konnte nichts passieren. Das kleine Zahnriemenrad kommt erstmal sehr unscheinbar daher, auch mit einem geringen Preis. Aber man muss beachten, dass man dann auch die Bohrung setzen muss für die Motorwelle. Dafür braucht man zumindest mal eine Ständerbohrmaschine, aber auch da kann die Bohrung verlaufen. Besser wäre es sogar eine Drehmaschine, dass man es auf der Drehmaschine einspannt und ausrichtet und die Bohrung auf der Drehmaschine fertigt. Und man muss natürlich auch die Welle von dem Motor noch mit einem Gewinde, mit einer Madenschraube festdrücken. Das heißt, man braucht auch hier eine Bohrung mit einem Gewinde. Dafür wäre es aber gut, dass man erstmal eine Fläche hier oben hat, damit der Bohrer hier oben nicht verläuft. Wenn man das nicht hat und das kauft, dann wird aus den 7,10 Euro gleich eine Ecke mehr. Ich gehe jetzt einfach mal hin mit Bohrung und Gewindebohrung. Ja, irgendeinen Durchmesser wählen, weiß ich jetzt nicht, ist egal. Und jetzt sind wir schon von 7 Euro auf 33 Euro hochgegangen. Und wenn ihr das auf 3 Achsen macht, dann ist für dieses kleine Rad mal 3 schon ordentlich viel Geld weg. Es gibt Riemenräder für Tapperbuchsen, das aber erst ab einer bestimmten Zähnezahl, also ab einer bestimmten Größe. Hier in dem Bild seht ihr jetzt eine verbaute Tapperbuchse und eine steht daneben. Wenn man diese Tapperbuchsen verwendet, dann muss man keine Bohrungen mehr anfertigen, man muss auch kein Gewinde anfertigen, wie das eben beim kleinen Riemenrad war. Man steckt einfach die Welle in die Tapperbuchse und die Tapperbuchse wird mit Madenschrauben verschraubt. Es gibt nur ein Problem der Genauigkeit,
Also ich habe da 4 Stück von bestellt von diesen Buchsen und 2 davon waren recht ungenau. Bei dieser Buchse war der Schlag ungefähr 0,7 mm, also die Bohrung war 0,35 mm aus der Mitte und das ist schon ordentlich viel. Mit den besseren Tapperbuchsen hat das Rad einen Schlag von ungefähr 1/10 mm. Das bedeutet, die Bohrung ist 0,05 mm aus der Mitte. Der Maschinentisch ist aus einer geschliffenen Stahlplatte, 22 mm stark. Diese Stahlplatte hatte ich bei der Firma Marx bestellt. Man kann ganz gut die Befestigungsbohrung erkennen für die Wagen, also hier zum Beispiel oder auch hier. Das gleiche Spielchen hier, da und auch hier. Und die anderen Bohrungen, das sind M6-Gewinde. Wenn die nicht fürs Spannen benötigt werden, dann ist da eine Schraube drin, so dass kein Dreck da durchfallen kann. Man kann auch schon eine Änderung erkennen. Das waren die Bohrungen für das Gehäuse von der einfachen Mutter, von der einfachen Kuss. Und hier über diese Bohrung wird das Gehäuse für die Doppelmutter befestigt. Diese Bohrungen wurden ja nicht mehr benötigt und die habe ich dann mit Messingstückchen zugemacht. Alle Bohrungen habe ich auf der Fräsmaschine zentriert und letztendlich auf der Tischbohrmaschine durchgebohrt. C45 lässt sich sehr gut bearbeiten. Damit habe ich jetzt fast alle Komponenten der Achse beschrieben. Bleibt nur noch der JMC 180 Watt Servomotor. Den habe ich auf allen Achsen verbaut. Jetzt können wir uns noch den ersten Testlauf der Achse anschauen. Beim ersten Testlauf war noch die einfache Kuss montiert und ich hatte da auch noch Mach 3 verwendet. Beides habe ich schleunigst ausgetauscht. Die einfache Mutter gegen die TBI Kuss mit Doppelmutter und Mach 3 gegen SimCNC. Ein Vorteil von SimCNC ist die S-Curve-Technik. Hierdurch läuft die Achse viel geschmeidiger. Im nächsten Video sage ich dann ein bisschen mehr zu dieser S-Curve-Technik. Ich werde den Schrittmotor vergleichen mit dem Servomotor und den Direktantrieb mit dem Riemenantrieb. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, wir treffen uns im nächsten Video wieder. Ciao!